Die Gründung von Pre La Vie war wirklich so ein bisschen kitschig. Wir haben aussortiert, einfach die ganzen Klamotten raus. Wir haben einen riesen Stapel an Klamotten, Schuhen, Taschen aussortiert und dann überlegt, wo kann man die am besten verkaufen oder wo kriegen wir da als BWLer das meiste wieder raus und haben dann gemerkt, wie viele verschiedene Online-Shops es einfach gibt. Der Secondhand-Modemarkt ist wahnsinnig fragmentiert. Einmal deswegen, weil es sich um lauter Einzelstücke handelt. Und darüber hinaus ist es eben so, dass die Shops, die Secondhand anbieten, wahnsinnig spezialisiert sind und da einfach eine hohe Fragmentierung entstanden ist. Gerade im Luxusbereich natürlich auch die einzelnen Produkte, die es dort gibt, es aufgrund der Qualität zulassen, dass sie auch noch in zweite und eine dritte Hand weitergegeben werden. Und da kamen wir eben auf die Idee mit der Suchmaschine für Secondhand-Mode und haben dann einfach gemerkt, dass auch der Markt gut passt. Also der Markt ist ein Wachstumsmarkt, der unglaublich im Kommen ist. Wir haben gemerkt, das Geschäftsmodell funktioniert super gut, weil es eben schon Suchmaschinen gibt, die sehr erfolgreich laufen in anderen Industrien, wie eben Trivago in der Hotelsuche, Swoodoo, Kajak in der Flugsuche oder eben Stylight als Beispiel in der Mode, also in der Neuware. Und hier setzt Pre La Vie an. Pre La Vie aggregiert diese Secondhand-Online-Shops auf einer Plattform. Der Mehrwert für den Endkunden ist, dass man sich unglaublich viel Zeit bei der Suche spart und dadurch auch Geld, weil man erstens nur einmal suchen muss und alles konzentriert auf einem Punkt findet, aber auch gleichzeitig Geld spart, weil man Dinge vergleichen kann. Wir haben ein Produktportfolio von 1,5 Millionen Produkten bei uns auf der Seite. Das ist quasi alles, was es aktuell im Online-Bereich zu finden gibt. Und wir haben über 500 Marken bei uns auf der Seite, sodass man einfach die Ganzheitlichkeit des Produktportfolios dort vorfindet. Man braucht nur eine Suche, hat das komplette Inventar dieser Secondhand-Online-Shops. Und wenn man auf der Suche ist nach einem ganz speziellen Einzelstück, findet man das eben bei Pre La Vie innerhalb von Minuten. Pre La Vie funktioniert folgendermaßen, und zwar ein Besucher kommt zu uns auf die Seite, stöbert, sucht nach einem bestimmten Produkt. Wenn er auf diese Produkte dann bei uns auf der Webseite klickt, wird er zu einem unserer Partnershops weitergeleitet und kann das Produkt dann dort genauer anschauen, gleich kaufen. Der Bezahlprozess, Bestellprozess, der Versand, das läuft alles über den Partnershop. Für unsere Kunden ist Pre La Vie komplett kostenfrei. Wir generieren Umsätze durch unsere Partnershops. Da gibt es zwei verschiedene Modelle, mit denen wir arbeiten. Das ist zum einen die PPO und zum anderen die PPC-Vergütung. PPO heißt, dass wir pro Order, die getätigt wird in dem Partnershop, eine prozentuale Beteiligung an dem Warenkorb erhalten. Und bei dem Price-per-Click-Modell ist es eben so, dass wir einen festgelegten Betrag haben, den wir für jeden Klick, den wir zu unserem Partnershop weiterleiten, erhalten. Wir möchten alle Secondhand-Offline-Stores digitalisieren. Momentan ist es so, dass wir auf Pre La Vie bereits über 30 Secondhand-Partnershops aggregieren. Wir wollen das aber eben auch ausweiten auf den Offline-Markt und mit Shop-in-Shop-System auf einer Software-as-a-Service-Lösung den Offline-Shops die Möglichkeit bieten, virtuelle Shops bei uns anzulegen und auch mit aufzutauchen in der Suche, sodass wir einen Netzwerkeffekt kreieren, indem wir eben den Offline- und den Online-Markt aggregieren und so ein Riesennetzwerk für den Secondhand-Modemarkt schaffen. Bei Pre La Vie waren wir überzeugt davon, dass Stefanie und Svante den richtigen Mix mitbringen, den Markt kennen, das richtige Geschäftsmodell weiterverfolgen und mit ihrem profunden Know-how des Secondhand-Marktes genau richtig aufgestellt sind, um dieses Geschäftsmodell voranzutreiben. Das Interessante daran ist, dass man sieht, welche Investments in der Vergangenheit in Secondhand-Player gegangen sind, die eben online diesen Markt aufbauen. Pre La Vie bringt das Ganze einen Schritt weiter und schafft eine Meta-Search-Engine, die ganz viele Teilnehmer am Markt miteinander verbindet und verknüpft. Das heißt, das ist der einzige Platz, wo ich zukünftig noch hingehen muss, um meine Secondhand-Mode zu suchen. Wir haben 2016 rudimentär erst das ganze Gerüst auf die Beine gestellt, die Datenbank, die Aggregierung der Shops, die Webseite, und haben dann angefangen, mehr und mehr Shops anzubinden, die Webseite zu optimieren. Wir sind momentan bei einem sehr guten 5-stelligen monatlichen organischen Außenumsatz angekommen und es geht in die richtige Richtung. Wir planen, Pre La Vie in den nächsten 2 bis 3 Jahren definitiv Break-Even zu bringen. Der Secondhand-Modemarkt hat die letzten Jahre eine immense Entwicklung durchgemacht. Wir sind aktuell bei einem Marktvolumen von 18 Milliarden Dollar laut Forbes-Studie und einem Marktpotenzial die nächsten 3 Jahre von 33 Milliarden Dollar. Das heißt, der Markt verdoppelt sich. Wir planen mit Pre La Vie vor allem durch die Internationalisierung und der Anwendung der Secondhand-Mode Offline-Shops in den nächsten 5 Jahren definitiv einen mittleren 2-stelligen Millionenbetrag im Jahr als Umsatz zu verbuchen.
Im Performance-Marketing setzen wir ganz arg auf die Suche, auf Social Ads, aber auch auf Retargeting. Das sind für uns die wichtigen Eckpfeiler des Performance-Marketing, das aber bei uns unterstützt wird durch das Branding. Denn Pre-La-Vie und Secondhand-Designer-Mode sind einfach ein unglaublich emotionales Thema. Dafür haben wir auch unser Buch geschrieben, Live and Love Secondhand. Das ist so der zentrale Punkt, wie wir eben die herkömmliche Marketingmaßnahme mit einem viralen, außergewöhnlichen Aspekt verknüpfen wollen. Crowdinvesting ist für uns die ideale Kombination aus Finanzierung und viralem Marketing, um eine größere Dialoggruppe für den Secondhand-Bereich zu kreieren. Und genau darum ist Companisto für uns die ideale Plattform. Das Companisto-Kapital ist für uns sehr wichtig, um den personellen Ausbau bei Pre-La-Vie voranzutreiben. Unser Geschäftsmodell ist stark von Entwicklung und von Marketing getrieben und genau diese zwei Säulen unterstützen wir auch mit der Finanzierung. Eine Investition in Pre-La-Vie lohnt sich, weil wir ein einzigartiges Geschäftsmodell im Secondhand-Bereich haben. Außerdem sind wir die erste und einzige Suchmaschine für Secondhand-Mode, die sich exklusiv auf Secondhand-Designer-Mode konzentriert. Wir haben ein etabliertes Geschäftsmodell, hinter dem ein starkes Team steht und wir sind bereit für Expansion und Internationalisierung. Wir bewegen uns dabei in einem starken Wachstumsmarkt, in dem Pre-La-Vie die Brücke zwischen On- und Offline schlägt.